Alle sagen doch, Fahrradfahren ist gut für die Umwelt, oder? Schließlich gilt das Fahrrad als echtes Zero-Emissionsfahrzeug. Keine Abgase, kein Spritverbrauch, man spart CO2 und tut damit scheinbar automatisch etwas fürs Klima. Aber hey, ist das wirklich so einfach? Genau diese Frage hat mich nicht losgelassen. Also habe ich mir das Ganze mal genauer angeschaut. Ich liebe Fahrradfahren. Die Freiheit, die frische Luft, dieses Gefühl, einfach zu cruisen. Und immer hieß es, Rad gleich umweltfreundlich. Aber dann habe ich neulich was gelesen über CO2, Herstellung, Lieferwege und dachte, Moment mal, vielleicht ist das Thema doch etwas komplexer. Mein Fahrradrahmen ist aus Aluminium. Schon allein da steckt Energie drin. Der Rohstoff für Aluminium ist Bauxit, welcher im Tagebau gewonnen wird. Das Bauxit wird dann in Hochöfen erhitzt, um das Aluminium herauszutrennen. Das produzierte Aluminium wird meist zu dünnen Blechen gewalzt, anschließend zu großen Rollen aufgewickelt und schließlich für die Herstellung von Fahrradrahmen weiterverarbeitet. Klarer Fall: Produktion kostet Ressourcen. Und dann ist da noch die Logistik der ganzen Teile. Der Rahmen kommt aus Taiwan. Der Lenker ist ebenfalls aus taiwanesischer Produktion. Die Reifen werden in Indonesien und Vietnam hergestellt. Die Kette kommt aus Malaysia und Singapur. Das Schaltwerk kommt aus Japan, kann aber auch in Malaysia und Singapur gefertigt werden. Mein Fahrrad hat also schon mehr Länder gesehen als ich und ist schon weiter gereist. Jeder zurückgelegte Kilometer bedeutet CO2-Ausstoß. Wer im Stau steht, verbrennt nicht nur Nerven, sondern auch Sprit und Geld. Mit dem Fahrrad? Alles kein Thema. Sobald ich losfahre, produziert mein Rad keine Abgase. Null. Nada. Und während die Autos hupend feststecken, rausche ich einfach vorbei. Sauber, frei und mit einer ordentlichen Portion Style. Und wenn mal was kaputt geht, Schlauch wechseln, easy peasy. Reparieren statt wegwerfen. Besser für die Umwelt und fürs Budget. Deal or no deal? Fahrrad versus Auto. Ab wann ist das Fahrrad klimamäßig im Plus im Vergleich zum Auto? Kein Zahlensalat, nur eine einfache Regel. Ab welchem gefahrenen Kilometer hat sich die Produktion des Fahrrads im Vergleich zu jedem gefahrenen Kilometer mit dem Auto amortisiert? Alles, was danach mit dem Fahrrad gefahren wird, ist Nettoeinsparung an CO2. Für die Produktion eines Alubikes liegen seriöse Herstellerangaben zwischen 120 bis 180 Kilogramm CO2. Material, Lackierung und Transport machen hier den Unterschied.
Beim Auto schauen wir auf den CO2-Ausstoß pro gefahrenen Kilometer. Für einen aktuellen Passat Diesel liegen die Werte zwischen 149 bis 162 Gramm pro Kilometer. Es gibt Studien, die betrachten sogar das ganze Autoleben. Von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung. Hier kommt man schnell mal auf über 40 Tonnen CO2-Ausstoß für das gesamte Autoleben. Die Frage interessiert uns aber nicht. Wir betrachten hier den Break-Even zwischen Fahrradherstellung und gefahrenen Kilometer mit dem Auto. Nehmen wir nun an, 150 Kilogramm CO2 für die Produktion des Rades, geteilt durch 0,15 Kilogramm pro gefahrenen Kilometer vom Auto. Das ergibt 1000 Kilometer. Was heißt das nun? Das heißt, wenn ich 1000 Kilometer mit dem Fahrrad fahre, ist mein Fahrrad klimatechnisch im Plus. Jeder weitere gefahrene Kilometer spart im Vergleich zum Auto CO2 ein. Klar, Produktion zählt. Fürs Fahrrad etwas weniger, fürs Auto sehr viel mehr. Aber für meinen Alltag heißt das, jeden Kilometer, den ich das Fahrrad anstatt das Auto nehme, kippt die Bilanz schneller ins Grüne. Das heißt, der Break-Even wird schneller erreicht. Für mich persönlich heißt das, dadurch, dass ich schon mehr als 4000 Kilometer mit meinem Fahrrad gefahren bin, habe ich schon 4-mal die Produktion dieses Fahrrads reingeholt. Das heißt 4 Fahrräder. Das ist unglaublich, das kann man sich kaum vorstellen. Und jeder weitere Kilometer ist eine kleine CO2-Sparschweineinzahlung fürs Klima. Ist mein Rad perfekt nachhaltig? Nein. Die Herstellung und der Transport, das alles zählt. Aber jedes Mal, wenn ich statt ins Auto zu steigen, mich aufs Rad schwinge, spare ich Energie. Und ich fühle mich einfach freier. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich ehrlich gesagt schockiert. 1000 Kilometer? Das ist kaum mehr als ein paar Wochen Arbeitsweg. Und schon macht das Radfahren einen echten Unterschied fürs Klima. Das hatte mich nachdenklich gemacht. Wie nachhaltig ist eigentlich mein eigenes Rad? Und wie sieht's bei euch aus? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust auf mehr Geschichten aus dem Alltag mit dem Fahrrad habt, voller überraschender Fakten, Aha-Momente und Inspiration, dann abonniert meinen Kanal. Gemeinsam treten wir für unsere Gesundheit und ein Stück für das Klima in die Pedale.